Der Einbau und die Einstellung des Rigs auf der New Micromagic ist meistens eine der letzten Arbeiten an dem Boot. Dabei möchte ich euch mit diesem Video unterstützen. Ich werde nicht nur den Einbau des Hacker Serienrigs besprechen, sondern auch andere Varianten zeigen. Ich zeige hier meine Vorschläge. Dass ich für deren Umsetzung keine Haftung übernehmen kann, das wird klar sein. Eine kurze Info zur Kompatibilität verschiedener Rigs und Segel, was dann bedeutsam wird, wenn man mal andere als die Seriensegel auf dem Boot einsetzen möchte. Auf dem Bild seht ihr zwei Rig-Versionen. Die geringen Unterschiede verdeutlichen, dass die New Micromagic neben dem Standard-Rig von Hacker problemlos auch mit anderen Rigs ausgerüstet werden kann. Und in alle Rig-Versionen kann man alle für die Micromagic angebotenen Segelsätze einbauen, sofern man die Rig-Größe an die Segelgröße anpasst. Rigs ohne den Großbaumbeschlag von Hacker, wie die hier gezeigten, sind verwendbar, da es für die New Micromagic passende Mastadapter gibt oder man sich die selbst anfertigen kann. Ebenfalls unbedeutend für den Einbau des Segels in das Rig sind unterschiedliche Drehachsen der Großbaumbeschläge, welche verwendet werden, wenn man eine variable Großsegelwölbung haben möchte. Da die Befestigungspunkte für Stage und Schoten auf sämtlichen Booten der Micromagic-Klasse identisch sind, müssen diese also nur am Rig entsprechend eingerichtet werden und der Rigwechsel ist kein Problem. So viel zur Kompatibilität der Rig-Varianten. Wichtig, weil man die Micromagic durch Verwendung verschiedener großer Rigs an wechselnde Windverhältnisse anpasst. Zum Abschluss eine Auswahl verschiedener Segelsätze in entsprechend angepassten Rigs für unsere Bootsklasse. Um auf Regatten nach dem Micromagic International Reglement einigermaßen mitsegeln zu können, sollte man meines Erachtens die Segelsätze A, B und C mitführen. Im deutschen Reglement ist das Kielgewicht frei und so gibt es verschieden schwere Wechselkiele für die Anpassung an die Windverhältnisse. Selten kommen andere Segelsätze als das A-Segel zum Einsatz, meistens dann Segelgröße B. Allerdings sind die Rigs aus 6 mm CFK-Rohr gebaut, da die Kräfte durch die schweren Kiele höher sind. Wenden wir uns mal den Arbeiten zu. Verwendete Teile sind hier nur die Haken und Ringe von Hacker oder meine gerne genutzten Ringe aus dem Anglerbedarf und Silikonschläuche, die zuzuschneiden sind. Alles andere ist in den diversen Videos zum Bau der New Micromagic schon vorgestellt und verwendet worden. Bezüglich der Klebstoffe gilt auch hier, dass es je nach Land verschiedene Marken und Anbieter gibt. Beim Einbau und den Einstellungen des Rigs kommt für die Fixierung der Knoten Cyanacrylat-Klebstoff zum Einsatz. Und für den Umbau des Segelservoarms empfehle ich einen 2-Komponenten-Epoxidkleber mit kurzer Topfzeit. Bitte beachtet die Verarbeitungshinweise für die Produkte. Um die Segelstellung des Rigs bedienen zu können, müssen wir zunächst noch den RC-Einbau für die Segelverstellung abschließen. Also zunächst Segelschoten anfertigen, verwendet die beiliegende Schnur oder die Dyneema-Schnur 0,12 mm. Schneidet für Groß- und Fockschot jeweils ein Schnurstück von etwa 50 cm Länge ab. Macht gemäß dem Bild Markierungen an den beiden Schnüren. Zunächst an einem Ende der Schnur in etwa 8 cm Abstand eine erste Farbmarkierung 1 aufbringen, optional noch eine zweite Markierung 2 im Abstand von 33 cm aufbringen. Die hilft eventuell bei der ersten Ausrichtung der Schoten am Rig. Das Schnurende der Großschot gemäß dem Foto an seiner Markierung 1 am Halter im Rumpf verknoten. Den Knoten mit einem kleinen Tröpfchen Cyanacrylat-Klebstoff sichern. Bei der Fockschot auch so vorgehen, also Schnurende an seiner Markierung 1 in der Bohrung im Segelservohalter verknoten und fixieren. Zur Segelverstellung muss nun ein Segelservoarm vorbereitet werden. Ich empfehle euch, das Teil von Hacker zu modifizieren. Mein Umbauvorschlag erleichtert nach meinen Erfahrungen die Arbeit bei der Einstellung des Rigs, kann aber natürlich jeder machen, wie er möchte. Und man kann auch anstelle des Umbaus Segelservoarme aus anderer Herstellung wie diese hier anpassen und verwenden. Das vereinfacht die Arbeit. Hier die Anleitung für den Umbauvorschlag. Der Segelservoarm von Hacker ist asymmetrisch, wie hier zu sehen. Dessen Öse an der kürzeren Seite des Arms entfernen. Die längere Seite auf 5,5 cm kürzen. Draht für die Fockschot-Anlenkung wie gezeigt herrichten. Auf dem kürzeren Teil des Segelservoarms entsprechende Bohrungen machen und den Draht einführen. Verklebung mit 2 Komponenten Epoxidkleber. Draht für die Großschot-Anlenkung wie gezeigt vorbereiten und auf dem längeren Teil des Segelservoarms in dem vorhandenen Loch einkleben. Ist alles gut ausgehärtet, Segelservoarm überschleifen und abrunden, damit sich die Schoten möglichst nicht verfangen können. Dann den Segelservoarm noch auf den Servohebel montieren, wie das Bild es zeigt.
Überstehende Madenschrauben an der Unterseite abschleifen, damit auch dort keine Schot hängen bleiben kann. Jetzt RC-Sender und Empfänger einschalten und den Steuerknüppel auf Segel ganz offen stellen. Die Servoachse stellt sich ein, dann den Segel-Servoarm in der gezeigten Position darauf befestigen. Die bereits im Rumpf angeknoteten Schoten für Fock- und Großsegel gemäß den Bildern durch Segel-Servoarm und die Rumpfdurchführungen fädeln. Nun baut das Rig aufs Boot und fixiert es in mittiger Position. Prüft nach, ob der Großbaumbeschlag sich gut über der Kielbefestigung drehen kann. Eventuell müsst ihr das Gewinde des Kiels etwas kürzen. Für andere Rig-Varianten müsst ihr vor Einbau den passenden Mastadapter mittig einbauen und das Rig dann einsetzen. Markierungen zur genauen Positionierung sind hilfreich. Hängt die Befestigung der Fock auf dem Vordeck ein. Der Fockbaum sollte ca. 10 mm Abstand vom Vordeck haben. Dann den Achterstark am Heck einhängen und so einstellen, dass eine leichte Spannung aufs Rig wirkt. Stellt auf den Bäumen jeweils, wie hier gezeigt, den Abstand der Schotanlenkungen von den Drehachsen entsprechend den gezeigten Maßen ein. Und stellt die verschiebbaren Schotanbindungen auf den Bäumen jeweils in eine mittlere Position. Silikonringe auf die Groß- und die Fock-Schot auffädeln, Schotschnüre an den Haken einfädeln, dort aber nur mit dem Silikonschlauch vorläufig sichern. Schoten dann mit den Schotanbindungen verbinden, indem ihr die Haken in die Ringe einhängt. Jetzt den Steuerknüppel für die Segeleinstellung langsam auf Segel dicht stellen. Die Segel werden angezogen. Zieht an der an dem Haken überstehenden Schotschnur des Großsegels vorsichtig so lange, bis der Großbaum mittschiffs über dem Boot steht. Wiederholt das am Fockbaum, bis dieser einen Abstand von ca. 2,5 bis 3 cm vom Mast einnimmt, wie hier gezeigt. Dieser Abstand ist die sogenannte Focköffnung und für eine gute Funktion des Segels bedeutsam. Markiert nun an Groß- und Fock die Schnur an der Stelle, wo sie am Haken aufliegt. Trennt die Schoten von den Bäumen und knotet dann die Haken an den markierten Stellen an und fixiert sie. Fertige Schoten wieder mit dem Rig verbinden und nun testen, welche Position die Segel bei ganz dicht einnehmen. Justiert mit den Schotanbindungen möglichst so nach, dass der Großbaum mittschiffs steht und die Fock die besagte Focköffnung einnimmt. Dann stellt ihr den Steuerknüppel auf ganz offen und prüft die Segelposition erneut. Der Großbaum sollte im rechten Winkel zur Schiffsmittellinie stehen, die Fock ebenfalls, so wie hier zu sehen. Vermutlich gelingen euch die genannten Einstellungen an den beiden Endpunkten der Segel nicht sofort. Mit weiteren Verstellungen an den Schotanbindungen und mit Feineinstellungen der Schoten über das RC-Menü werdet ihr das nach einigem Probieren erreichen. An dieser Micromagic hier zum Beispiel reichte es aus, die Mittelposition des Segelservos leicht zu ändern. Im Laufe der Zeit werdet ihr die Funktionen der Fernsteuerung besser kennenlernen und dann Justierungen, Servowege, Dual Rate oder Expo zu nutzen wissen, um die Steuerung eines Bootes zu verbessern. Manche Segler nutzen gerne diesen kleinen Helfer hier an der Mastspitze, einen Verklicker oder Windanzeiger. Das Bild als eine Anregung für den Selbstbau, falls ihr den auch nutzen möchtet, ist eine Variante neben anderen. Um das Boot mit seinem Rig optimal zu nutzen, müsst ihr euch nun mit ihm vertraut machen. Die Beschäftigung mit dem Trim des Bootes und seiner Segel gehört dabei zu den wichtigen Dingen. Zu diesem Thema verweise ich auf eine ausführliche Anleitung von Thomas Dreyer, die ihr auf der Webseite der Micromagic Deutschland findet. Die ist momentan noch nur in deutscher Sprache verfügbar. Apropos Trimmung des Bootes. Die Wasserlage eures Boots gehört auch dazu und die könnt ihr mit dem nun komplett ausgerüsteten Boot prüfen. Ihr seht hier zwei Positionen der Abrisskante am Heck des Bootes im Wasser. Die Abrisskante sollte auf der Wasseroberfläche aufliegen, was links zu erkennen ist, und nicht wie rechts eintauchen, jedenfalls in den meisten Situationen. Die Einstellung ist einfach. Befestigt den Akku ganz vorne oder weiter in Richtung Heck auf dem Klettband im Boot, bis es passt. Nun ist das Rig auf dem Boot eingebaut und eingestellt. Einer ersten Ausfahrt steht also nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, mein Video zu diesem Thema hat euch gut informiert und auch Spaß gemacht. Ihr werdet immer wieder neue Videos zu diesem Thema der Micromagic auf meinem YouTube-Kanal finden. Also vielleicht bis demnächst.